Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und wie man gut sehen kann, ein ThinkBook. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Generell lässt sich zu dem Laptop noch sagen, dass man theoretisch das Display tauschen kann, indem man einfach den Frontrahmen abnimmt. Allerdings ist die Schiene hier ein bisschen im Weg und man muss im Endeffekt dann doch die ganze Einheit abbauen, um das Display zu tauschen. Die Tastatur und auch das Touchpad sind beide im Topcase und können nur über das Topcase ausgetauscht werden und dafür muss man alles ausbauen. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei die vorderen 4 tatsächlich rausgenommen werden, während die restlichen, wie man hier ganz gut sehen kann, im Gehäuse bleiben. Die muss man also nur lockern. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Genauso wie hier hinten. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach oben greifen, er hat da so eine kleine Ausbuchtung und dann zieht man den einfach nach unten raus. Das geht manchmal auch ein bisschen schwer, da einfach kräftig nach unten ziehen und ja, dann hat man den draußen. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier den RAM, der ist in dem Fall unter einer kleinen Metallabdeckung. Da sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte, dazu aber später mehr. Hier unten würde auch nochmal eine SSD, eine zweite SSD reinpassen. Auf der linken Seite
wäre hier noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD. In dem Fall würde der Akku dann aber auf die rechte Seite rüberrutschen und dann wäre da natürlich auch kein Platz mehr für eine zweite SSD. Hier oben sehen wir noch das WLAN-Modul und da noch den Lüfter und den Heatsink. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Um an den RAM zu kommen, muss man vorher erst diese kleine Metallabdeckung abnehmen. Und die zieht man nach oben hin ab. Und das ist so, die ist festgeklebt unten. Und von dem her geht die sehr schwer. Da macht man aber auch nichts kaputt. Die muss man einfach nur von dem Klebestreifen befreien. Und ich nehme dafür einen flachen Gegenstand aus Plastik und versuche das dann abzuziehen. Und ja, hier kann man das sehen. Da klebt die eben drauf. Und ja, da muss man einfach mit ein bisschen Kraft das Ganze abziehen. Den RAM selber auszutauschen ist super einfach. Dafür muss man nur diese beiden Klammern hier an der Seite so ein bisschen nach außen ziehen. Das löst den RAM, dann kann man den einfach rausziehen und ja, gegebenenfalls austauschen. Der Einbau ist genauso einfach, wieder in den Slot und nach unten drücken, bis die Klammern einrasten. Die Abdeckung muss wieder auf die kleinen Clips, die hier auf der Platine sind. Und da einfach direkt von oben. Hier kann man das ganz gut sehen. Und auch da. Und da einfach senkrecht von oben wieder in die Clips reindrücken, mit der Seite nach unten. Und das kann zwar manchmal ein bisschen friemelig sein, geht aber im Normalfall dann doch relativ einfach. Gut, bei der SSD, wie gesagt, hier ist jetzt eine verkürzte SSD drin. Muss man nur die hintere Schraube lösen. Das ist bei der langen genauso wie bei der verkürzten. Und dann kann man die ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Gehäuse nehmen. Und bei der verkürzten versteckt sich die Schraube hier unter diesem Aufkleber, der super schlecht weggeht, was aber egal ist. Man kann einfach mit dem Schraubenzieher dann quasi durch den Aufkleber durch und da kann man die rausschrauben. Und jetzt sieht man auch gleich, warum man auch die Halterung mit rausnehmen muss, weil die nämlich nach vorne rausgezogen wird. Und ja, so muss man die dann wieder einstecken. Ein bisschen festhalten dabei und wieder zuschrauben. Bei der längeren SSD ist das natürlich alles nicht notwendig. Die kann man einfach so wieder in den Slot reindrücken und zuschrauben. Also alles kein Hexenwerk. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Und ja, manchmal hilft es einfach, den Lüfter vorher schon rauszuschrauben und rauszunehmen. Dann kommt man so besser an den Stecker ran. Die Kabel sind hier sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich oder oben zu greifen und dann mit Rütteln und Wackeln irgendwie rauszubekommen. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und auch beim Wiedereinbau ist es oft besser, dass man das Kabel erst wieder verbindet und den Lüfter dann festschraubt. Und hier einfach darauf achten, dass der Stecker wirklich richtig fest drin sitzt. Danach muss man den Lüfter nur noch wieder festschrauben und ja, hat das auch erledigt. Wenn man den Akku wieder einbauen will, empfehle ich hier erst das Kabel zu verbinden, weil der Stecker so nah am Akku ist, dass man da so wenig Spiel hat.
Da ist es einfacher, erst den Stecker wieder einzustecken und ja, kann danach einfach den Akku wieder ins Gehäuse legen. Man merkt das ganz gut, wo die Einraststellen sind. Und ja, dann kann man den wieder verschrauben und ist da in Windeseile durch. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.